Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und im gestrigen Video hatte ich ja gesagt, ich habe für euch heute noch eine Überraschung. Denn es ist nämlich was sehr, sehr Erfreuliches passiert. Und ich sag mal so, jetzt gestern und heute, besser kann man dieses Jahr eigentlich aus der SF-Sicht nicht wirklich starten. Vielleicht fällt es den einen oder anderen schon auf, ansonsten habt ihr es wahrscheinlich schon im Titel lesen können. Und zwar sieht man im Bildschirm hier bereits schon, was passiert ist. Ich habe hier unten eine 80 von 80 stehen. Ja, was das natürlich zu bedeuten hat, das kann sich jetzt der ein oder andere erfahrene Shakes and Fidget Spieler schon denken. Ich habe alle Achievements gesammelt, die es gibt. Ja, und das ist natürlich eine ziemlich nice Sache. Habe dadurch einen Attributbonus von 400 auf alle, weil jedes Attribut gibt ja auch 5 Statpunkte auf alles. Und ja, das ist eine ziemlich geile Angelegenheit. Denn wenn wir mal an die Achievements so schauen, dann sehen wir, dass ein paar, die letztes Mal nicht gefüllt waren, jetzt gefüllt sind. Und zwar haben wir hier Hemoridor. Hemoridor haben wir besiegt. Ja, das hatte ich euch ja gestern schon gezeigt. Da haben wir das dementsprechende Achievement für bekommen in der Schattenwelt. Und heute, eine Seite weiter, sehen wir, dass wir die nordischen Götter in der Schattenwelt bezwungen haben. Ja, 10 von 10. Das Achievement habe ich gestern auch gleich bekommen. Und das fand ich ziemlich krass. In einem Free Try ist das Ganze auch passiert. Den werde ich euch jetzt auch zeigen. Und das ist natürlich eine ziemlich nice Angelegenheit. Er ging leichter als gedacht. Ich hatte mir den Kampf tatsächlich auch schon angeschaut gehabt, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich hatte nämlich den Nekromanten besiegt gehabt und dann hatte ich dann relativ kurz danach, hatte ich dann mal ein paar Tries gemacht im Olymp. Da bin ich nicht weitergekommen, großartig. Und dann bin ich auf Surtur gegangen. Und ihr seht schon, der Marquardt, der haut hier einen Milliarden-Crit raus. 1 Milliarden Crit hat hier der Marquardt rausgehauen gegen den Surtur, weil der Surtur ist natürlich auch ein Berserker. Das heißt, wir machen doppelten Schaden gegen ihn und wir bekommen hier diese Rüstung dadurch. Ja, ob die jetzt nun weiter gut ist, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, großartig. Aber auf jeden Fall haben wir hier Surtur besiegt und damit auch den letzten Gegner gecleart in der Schattenwelt, bevor wir in den Late Game Dungeon reinspazieren werden, denn in diesem Dungeon, ja, der wird uns noch eine Zeit lang auf jeden Fall begleiten und ja, weil die Top-Spieler momentan noch nicht mal die besten Spieler jetzt großartig den Dungeon hier gecleart haben und wie soll ich das denn schaffen? Ja, und das ist schon eine ziemliche Hausnummer, das Ganze. Jetzt können wir aber wieder ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge das Ganze betrachten, denn wir haben hier sonst nichts mehr an Dungeons offen großartig. Wir haben hier soweit alles gecleart, was geht. Und der Berserker ging dann doch leichter als gedacht. Da muss ich sagen, da hatte ich mehr Probleme gehabt mit dem Nekromanten aus Hemoridor. Ne, da war der Berserker wirklich ziemlich einfacher. Das Ganze hat natürlich auch einen Grund gehabt, warum das jetzt auf einmal so einfach ging. Denn wir hatten ja in der einen Folge, oder ich glaube im Livestream war es gewesen, hatten wir ja für die Begleiter komplett neue Schadensrunen raufgepackt. Wir haben einmal beim Bertram hier eine Schadensrune von 57%, das war ein Upgrade von, glaube ich, auch irgendwie um die 30 oder so, auf jetzt 57, mit noch in Kombination gleich einer neuen Waffe. Ja, dann haben wir den Marquardt, der eine alte Waffe hat, dafür aber eine Schadensrune drauf bekommen hat. War vorher auch irgendwas in der 30er, jetzt auf 56. Und wir haben die Kunigunde, die auch die gleiche Waffe, glaube ich, hat. Immer noch, aber auch eine Schadensrune hat von 54. So, das sind die Schadensrunen, die ich aus dem Legendary Dungeon gefunden habe und die haben wir auf die Waffen hier raufgeprügelt. Ne? Und die haben zwar jetzt keine neuen Waffen an sich, aber alleine die Runen von Kunigunde, Marquardt und Bertram, das sind 3-mal um die 30% oder so, die ich jetzt hier durch die Runen gut gemacht habe auf die Begleiter. Und das könnt ihr euch natürlich vorstellen, ist im Dungeon natürlich erheblich krass
zu merken, dass es dort besser vorangeht. Die Tries, die ich davor gemacht habe, sind lange nicht an die rangekommen, an die ich jetzt hier so raushaue. Selbst die Athene hier, wo ich gesagt hatte, ey, die wird uns bestimmt noch Monate oder so noch begleiten, also die wird erstmal in nächster Zeit nicht fallen. Selbst da waren schon so Tries dabei, wo ich mir dachte, holy shit, Alter, das kann doch nicht sein, dass die Runen doch so viel Schaden ausmachen, doch so viel Unterschied ausmachen. Aber es ist so. Es macht sich bemerkbar und ja, wir haben ja auch gerade einen Free Try da. Ich bin mal gespannt, ob ich das vielleicht euch auch zeigen kann. Jetzt, was ich hier auch groß angepriesen habe, ist natürlich trotzdem immer noch eine Glückssache, das Ganze. Ne? Ich meine, die Athene hat hier 6 Milliarden Leben, das ist natürlich auch ziemlich heftig. Aber die Tries sind auf jeden Fall deutlich machbarer als die ich davor rausgehauen habe. So, der Marquardt hat hier nämlich schon eine sehr gute Arbeit geleistet. Und ja, das Ganze ist natürlich immer noch schwierig für die Kunigunde, weil es ja Intelligenzgegner, Kunigunde kann nicht ausweichen. So, die kann da relativ wenig regeln. Aber alleine, was die Begleiter schon an Schaden gemacht haben, und ich habe hier teilweise auch ziemlich heftige Crits mal gegen die rausgehauen. Ihr seht es, es ist wirklich gar nicht mehr so weit weg, dass die Athene hier auch fällt. Ne? Ein paar mehr Lucky Tries noch so. Ich werde euch auf jeden Fall, jetzt kann ich ja nur noch in dem Dungeon quasi die Free Tries machen, weil ich ja keine anderen Dungeon mehr offen habe auf dem Account. Und wenn es da soweit sein sollte, dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ich mal die Athene hier besiegt habe. Vielleicht machen wir auch nochmal eine kleine Folge, wo wir ein paar Pilze investieren in den Dungeon, um mal zu schauen, um mal vielleicht ein paar Tries mal so live mitzubekommen. Vielleicht habe ich dann auch Glück und er liegt live, denn das kann natürlich auch sein. Kann ich natürlich aber auch nicht versprechen. Ne? Auf jeden Fall bleibt jetzt erstmal so zu sagen, dass wir soweit alles geklärt haben und ich wieder einen ziemlich fetten Meilenstein auf meinem Account hier abgeschlossen habe. Und zwar hier alle Achievements zu sammeln. Das ist eine heftige Sache, eine ziemlich heftige Sache. Und ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht, aber tatsächlich dieses Upgrade auf den Begleitern, das hat sich wirklich sehr krass bemerkbar gemacht. Und alleine hier dieser Milliarden-Crit gegen Surtur bei den nordischen Göttern, das hätte er vorher auch nicht so rausgehauen. Ne? Aber das ist natürlich eine ziemlich krasse Sache und ich bin gespannt, wie lange jetzt der nächste Gegner hier auf mich warten wird. Danach werden die natürlich noch mehr Leben haben. 6 Milliarden Leben ist jetzt noch gar nichts. Wir sind jetzt hier gerade mal bei der Hälfte. Da kommt noch einiges Krasseres auf uns zu. Wie gesagt, selbst die Top-Spieler sind in diesem Dungeon noch nicht weiter durch und ich gehöre ja nun alles andere als zu den Top-Spielern jetzt weltweit gesehen. Deswegen bin ich gespannt, wie lange dieser Dungeon uns noch begleiten wird. Und ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommen wird, weil es könnte ja auch gut sein, dass in der nächsten Zeit auch eventuell nochmal ein neuer Dungeon ins Spiel kommt oder so. Keine Ahnung. Das weiß man ja alles nicht. Und dann hätten wir vielleicht wieder dahingehend ein bisschen mehr zu tun. Ne? Und ja, generell bin ich auch gespannt, was in nächster Zeit so auf uns zukommen wird, ob Late-Game technisch nochmal irgendwie was Neues dazukommen wird. Ich meine, jetzt ist ja das Neueste hier mit dem Legendary Dungeon, da haben sie ja für Jung und Alt, haben sie ja was gefunden, ab Stufe 50 kannst du da ja rein und kriegst Rewards, die gleich sind wie bei einem Stufe 500er oder so. Nur, dass der 500er halt mehr davon profitiert, weil er halt mehr Gold dadurch bekommt, aber das ist ja im normalen Game, ist es ja eben auch so, dass man da auch mehr dass man da mehr Gold bekommt, ne? Und nachher dann eben früher oder später dann immer ans Cap kommt. Denn gut, ich denke mal, das war's soweit. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen heute. Ne? Wir sind jetzt durch mit dem Sammelalbum. Wir haben alles besiegt, was wir besiegen konnten soweit. Der Olymp-Dungeon ist hier in dem Sammelalbum noch nicht festgehalten. Ich weiß nicht, ob hier nochmal eines Tages eine neue Seite kommen wird. Aber ich gehe mal von aus. Ja, vielleicht schon dieses Jahr. Mal sehen, wer weiß. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.